Jenseits der Küsten, in den Tiefen der Ozeane, schlummert eine neue Macht. Ein Werkzeug der Unsichtbarkeit. Das U-Boot Type 212 CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen vor den Radaren der Welt. Seine Waffe. Präzision auf eine neue Ebene. Aus den Tiefen kann es Ziele auf dem Land und auf dem Meer zerschmettern. Ein Nervenzentrum der digitalen Zukunft. Künstliche Intelligenz und autonome Systeme machen es zum klügsten U-Boot der Welt. Deutschlands Unsichtbare Macht. Das Typ 212 CD. Ein neuer Standard für die Seeherrschaft der Zukunft. Die Geschichte der deutschen U-Boot ist lange von Innovation geprägt. Von den gefertigten U-Booten des Ersten und Zweiten Weltkriegs bis hin zu den hochmodernen, nicht-nuklearen U-Booten von heute hat Deutschland immer wieder die Grenzen der Unterwassertechnologie verschoben. Die Klasse 212A, der direkt Vorgänger der 212CD, setzt die bereits neue Maßstab. Sie war das erste U-Boot der Welt, das mit einem Auenluft-zu-Wagen-Antriebssystem, kurz AIP, auf Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgerüstet war. Diese Technologie ermöglicht es den U-Booten, wochenlang unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen. Ihre Batterien aufzuladen, ein gültiger Vorteil gegenüber herkömmlichen dieselelektrischen U-Booten. Die 212A Release ausdauernd und schwer zu orten, was sie zu einem der besten konventionellen U-Boot ihrer Zeit macht. Die Maritime Welt schlägt nicht. Neue Bedrohungen an fortschrittlicher Sensortechnologie beförderten ein neue Antwort. Die Klasse 212CD ist dies Antwort. Ein Weiterentwickeln. Die auf den Erfolgen der 212A aufbaut und sie in fast jeder Hinsicht übertrifft. Der Name 212CD steht für Common Design, was auf die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen bei diesem Projekt hinweist. Diese Partnerschaft ist mehr als nur ein politisches Gest. Sie ist ein strategischer Schachzug, die Entwicklungskosten zu teilen, die Interoperabilität zwischen den NATO-Verbündeten zu stärken und die Maritime-Sicherheit in der Nord- und Ostsee zu gewährleisten. Gemeinsam haben die beiden Nationen ein U-Boot entworfen, das speziell für die komplexen und flachen Gewässer dieser Regionen optimiert ist, aber auch weltweit operieren kann. Die norwegische Marine wird via dieser U-Boot erhalten. Wenn die deutsche Marine zunächst zwei bestellt hat, mit der Option auf weiter. Dieses gemeinsame Projekt bundelt das Beste aus deutscher Ingenieurskunst und norwegischer maritimer Erfahrung. Was also macht die Klasse 212CD so revolutionär? Das Herstück seiner Oberlegenheit ist seine radikal verbesserte Stealthigkeit. Das Design des Rumpfs wurde komplett überarbeitet. Anstelle der traditionellen zylindrischen Form wie es die 212CD ein diamantlich verzierter Struktur auf. Dieses Design, das in Stealthflugzeug wie den F-117 Nighthawk erinnert, dient einem einzigen Zweck, die Signatur des U-Boots zu minimieren. Aktiv Sonarsignal, die von feindlichen Schiffen oder U-Booten ausgesendet werden von den abgewinkelten Flecken abgelenkt und gestreut, anstatt direkt zum Sender zurückgeworfen zu werden. Dadurch wird das Sonar-Echo drastisch reduziert, was das U-Boot auf den gegnerischen Bildschirmen zu einem winzigen, kaum wahrnehmbaren Punkt oder sogar unsichtbar macht. Es ist ein Quantensprung in der Tarnkappentechnologie unter Wasser. Aber es geht nicht nur die Form. Die gesamt OSZ in Hall ist mit einer speziellen, schallabsorbierenden Beschichtung übersichern, die Gergusch aus dem Inneren des U-Boots den tief und gleichzeitig externen Sonarimpuls absorbiert. Jedes noch so klein Detail wurde optimiert, die akustische Signatur zu verringern. Die Propeller wurden neu gestaltet, Kavitation, die Bildung von lauten Luftbläschen, bei hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden. Die Maschinen und Aggregat im Inneren sind auf Schwingungsfundamenten gelagert, Vibrationen zu isolieren, die sich sonst über den Rumpf ins Wasser übertragen würden. Das Ergebnis ist ein U-Boot, das so leise ist, dass es sich fast nahtlos in den natürlichen Hintergrund des Ozeans einfällt. Für einen Gegner ist es, als würde man versuchen, ein Flüstern in einem Sturm zu rennen. Die wahre Ausdauer der Klasse 212CD kommt von ihrem weiterentwickelten AIP-System. Die Wasserstoff-Brennstoffzellen werden verbessert, ein noch höher Effizienz und Leistung zu erzielen.
In Kombination mit neuen Leistungsstärken Lithium-Ionen-Batterien kann das U-Boot noch länger und schneller unter Wasser operieren. Stellen Sie sich vor, wochenlang unentdeckt in feindlichen Gewässern patrouillieren. Informationen sammeln oder auf den perfekten Moment für einen Angriff warten. Ohne Gemmels in die Oberfläche zu müssen. Dies Fähigkeit, lange Zeit gedacht zu bleiben, macht die 212CD zu einer unvorhersehbaren und permanenten Bedrohung, die schwer zu kontern ist. Im Gegensatz zu nuklear angetriebenen U-Booten, die ständig ihr Reaktorklampen laufen lassen müssen und dadurch ein gering, aber konstant Gurgesignatur erzeugen, kann die 212CD im Brennstoffzellhybrid nahezu lautlos schlenken. Ein unsichtbares U-Boot ist nutzlos, wenn es nicht selbst sehen und hören kann. Deshalb wurde die Sensorik der Klasse 212CD von Grund auf neu konzipiert. Das Hörstick ist ein fortschrittliches Sonarsystem, das nicht nur aus dem traditionellen Bug-Sonar besteht, sondern auch aus Flankerei-Sonaren, die sich über die gesamte Länge des Rumpfs erstrecken. Dies in Ordnung ermöglicht eine 360-Grad-Erfassung an ein wesentlich präziser Orten an Klassifizierung von Zielen. Darüber hinaus wird eine neue Generation von nicht-akustischen Sensoren integriert. Dies können winzige Veränderungen im Magnetfeld der Erde, in der Wassertemperatur oder im chemischen Gleichgewicht des Wassers erkennen, spüren, die an der U-Boot oder Schiff hinterlassen. Durch die Fusion all dieser Sensordaten entsteht im Inneren des U-Boots ein umfassendes und hochdetailliertes Leitbild der Unterwasserwelt. Das ist der Besitzung ermöglicht, Bedrohungen aus großer Entfernung zu erkennen, lange bevor sie selbst entdeckt wurden. Die Kampfkraft der Klasse 212CD ist ebenso beeindruckend wie ihr Tarnung. Sie ist mit 6 Torpedorohren ausgestattet, aus denen ein Vielzahl von Waffen abgefeuert werden kann. Dazu gehören die neuesten schweren Torpedos wie der DM-2A4 Seehecht, die sowohl auf Bürgerwasser als auch auf Unterwasserziel gelenkt werden können. Aber das ist noch nicht alles. Die 212CD wird auch in der Lage sein, den Interactive Defense and Attack System für Submarines, kurz IDES, einzusetzen. Dies ist ein revolutionärer Kit, die aus einem Torpedorohr unter Wasser gestartet wird und nicht nur Schiff, sondern auch langsam Luftziel wie Helikopter bekämpfen kann, die ein der größten Bedrohungen für U-Boot darstellen. Dies Fähigkeit sich selbst verteidigen gegen Bedrohungen aus der Luft, gibt dem Kommandanten völlig neue taktische Optionen. Darüber hinaus können die Torpedorohr auch zum Aussetzen von Seemingen oder zum Start von unbemannten Unterwasserfahrts UUVs genutzt werden, die für Aufklärungs- oder Minenmission vorgeschickt werden können. Im Inneren des U-Boots erwartet die Besitzung ein hochmodern und ergonomischer Umspannung. Die kommende Zentral ist mit großen multifunktionen Displays ausgestattet, die dem Kommandanten und seiner Mannschaft alle relevanten Informationen auf einen Blick präsentieren. Viele der Systems sind hochgradig automatisiert, was die Arbeitsbelastung der Besitzung reduziert und es ermöglicht, das U-Boot mit einer kleineren Mannschaft zu betreiben. Dies ist entscheidend für lange Missionen, bei denen die Konzentration und das Wohlbefinden der Crew von höchster Bedeutung sind. Die Digitalisierung geht sogar so weit, das traditionelle Periskop durch optronische Masten ersetzt wurde. Anstatt durch ein Rohr nach oben zu schauen, blickt der Kommandant auf hochauflösende Videobilder von Kameras, die Infrared und Restlicht verstärkt umfassen. Diese Masten müssen nur für wenige Sekunden aus dem Wasser gefahren werden, was das Risiko einer Entdeckung minimiert. Die strategische Bedeutung der Klasse 212CD kann nicht hochgenig eingeschätzt werden. In einer Welt, in der maritime Handelsrouten immer wichtiger und gleichzeitig anfälliger werden, bietet ein solches U-Boot ein stark Abschrecken. Es kann verdeckt operieren, kritische Infrastruktur wie Unterseekabel und Pipelines schützen oder Spezialkräfte unbemerkt und feindlichen Küsten absetzen. Für die NATO bedeutet die Einführung der 212CD eine erbauliche Stärkung ihrer maritimen Fähigkeiten, insbesondere in der Ostsee und im Nordatlantik, wo die Aktivitäten anderer Seemächte zunehmen. Die Fähigkeit, lies an unentdeckt zu operieren, macht die 212CD zu einem idealen Instrument für die Aufklärung und Überwachung, das wertvolle Informationen sammeln kann, ohne einen Konflikt zu provozieren. Es ist ein strategisches Werkzeug,
des Soul in Friedenszeiten aus und Krisensituation von unschätzbarem Wert ist. Die Entwicklung an der Bau eines so komplexen Systems sind natürlich nicht ohne Herausforderung. Die Integration all dieser neuen Technologie, von der Rumpfform über die Lithium-Ionen-Batterien bis hin zu den digitalen Sensorsystemen, erfordert Höchstpräzision an ein enge Zusammenarbeit zwischen Werften, Zulieferern und den Marinen. Die Kosten sind ebenfalls beträchtlich, was die Bedeutung der deutsch-norwegischen Partnerschaft unterstreicht. Da die Investition verspricht ein Rendite, die weit über den finanziellen Aspekt hinausgeht. Die Sicherung der nationalen und bundesweiten maritimen Interessen fr die kommenden Jahrzehnte. Das erste U-Boot der Klasse 212CT soll voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre in Dienst gestellt werden und wird dann das fortschrittlichste konventionelle U-Boot der Welt sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das deutsche U-Boot der Klasse 212CD mehr ist als nur eine Weiterentwicklung. Es ist eine neue Definition dessen, was ein nicht-nukleares U-Boot leisten kann. MIT seiner revolutionären Stealthform, seinem extrem leisen Antrieb, seinen fortschrittlichen Sensoren und seiner vielseitigen Bewaffnung ist es ein unsichtbar Macht, die bereit ist, die Tiefen der Ozean zu beherrschen. Es verkörpert die Spitze deutscher Ingenieurskunst und setzt einen neuen, globalen Standard fr die Unterwasserkriegriff. Die Weltmeer werden bald ein neues stilles Phantom beherbergen und es trägt den Namen 212CD. Jenseits der Küsten, in den Tiefen der Ozeane, schlummert eine neue Macht. Ein Werkzeug der Unsichtbarkeit. Das U-Boot Type 212CD. Mit seiner revolutionären AIP-Technologie verschwindet es für Wochen vor den Radaren der Welt. Seine Waffe. Präzision auf eine neue Ebene. Aus den Tiefen kann es Ziele auf dem Land und auf dem Meer zerschmettern. Ein Nervenzentrum der digitalen Zukunft. Künstliche Intelligenz und autonome Systeme machen es zum klügsten U-Boot der Welt. Deutschlands Unsichtbare Macht. Das Typ 212CD. Ein neuer Standard für die Seeherrschaft der Zukunft. Die Geschichte der deutschen U-Boot ist lange von Innovation geprägt. Von den gefertigten U-Booten des Ersten und Zweiten Weltkriegs bis hin zu den hochmodernen, nicht-nuklearen U-Booten von heute hat Deutschland immer wieder die Grenzen der Unterwassertechnologie verschoben. Die Klasse 212A, der Vorgänger der 212CD, setzt die bereits neue Maßstab. Sie wird das erste U-Boot der Welt, das MIT einem Auenluft-Antriebssystem, kurz AIP, auf Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen ausgerüstet war. Diese Technologie ermöglicht es den U-Booten, wochenlang unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen. Ihre Batterien aufzuladen, ein gültiger Vorteil gegenüber herkömmlichen dieselelektrischen U-Booten. Die 212A Release ausdauernd und schwer zu orten, was sie zu einem der besten konventionellen U-Boot ihrer Zeit macht. Die Maritime Welt schlägt nicht. Neue Bedrohungen an fortschrittlicher Sensortechnologie erforderten eine neue Antwort. Die Klasse 212CD ist dies Antwort. Ein Weiterentwickeln. Die auf den Erfolgen der 212A aufbaut und sie in fast jeder Hinsicht übertrifft. Der Name 212CD steht für Common Design, was auf die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Norwegen bei diesem Projekt hinweist. Diese Partnerschaft ist mehr als nur ein politischer Gest. Sie ist ein strategischer Schachzug, die Entwicklungskosten zu teilen, die Interoperabilität zwischen den NATO-Verbündeten zu stärken und die Maritime-Sicherheit in der Nord- und Ostsee zu gewährleisten. Gemeinsam haben die beiden Nationen ein U-Boot entworfen, das speziell für die komplexen und flachen Gewässer dieser Regionen optimiert ist, aber auch weltweit operieren kann. Die norwegische Marine wird via dieser U-Boot erhalten. Wenn die deutsche Marine zunächst zwei bestellt hat, MIT der Option auf weiter. Dieses gemeinsame Projekt bundelt das Beste aus deutscher Ingenieurskunst und norwegischer maritimer Erfahrung. Was also macht die Klasse 212CD so revolutionär? Das Herstück seiner Überlegenheit ist seine radikal verbesserte Stealthigkeit. Das Design des Rumpfs wurde komplett überarbeitet. Anstelle der traditionellen zylindrischen Form wie es die 212CD ein diamantlich verzierter Struktur auf. Dieses Design, das in Stealthflugzeuge wie den F-117 Nighthawk erinnert, dient einem einzigen Zweck,
die Signature der U-Boots zu minimieren. Active Sonar-Signal, die von feindlichen Schiffen oder U-Booten ausgesendet wurden von den abgewinkelten Flecken abgelenkt und gestreut, anstatt direkt zum Sender zurückgeworfen zu werden. Dadurch wurde das Sonar-Echo drastisch reduziert, was das U-Boot auf den gegnerischen Bildschirmen zu einem winzigen, kaum wahrnehmbaren Punkt oder sogar unsichtbar macht. Es ist ein Quantensprung in der Tarnkappentechnologie unter Wasser. Aber es geht nicht nur die Form. Die gesamt OSZ und Hall ist mit einer speziellen, schallabsorbierenden Beschichtung übersitzen. Die Gergusch aus dem Inneren der U-Boots den tiefen und gleichzeitig externen Sonarimpuls absorbiert. Jedes noch so klein Detail wurde optimiert, die akustische Signatur zu verringern. Die Propeller wurden neu gestaltet, Kavitation, die Bildung von lauten Luftbläschen, bei hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden. Die Maschinen und Aggregat im Inneren sind auf Schwingungsfundamenten gelagert, Vibrationen zu isolieren, die sich sonst über den Rumpf ins Wasser übertragen würden. Das Ergebnis ist ein U-Boot, das so leise ist, dass es sich fast nahtlos in die natürlichen Hintergrund des Ozeans einfängt. Für einen Gegner ist es, als würde man versuchen, ein Flüstern in einem Sturm zu retten. Die wahre Ausdauer der Klasse 212CD kommt von ihrem weiterentwickelten AIP-System. Die Wasserstoff-Brennstoffzellen wurden verbessert, ein noch höhere Effizienz und Leistung zu erzielen. In Kombination mit neuen, leistungsstärkeren Lithium-Ionen-Batterien kann das U-Boot noch länger und schneller unter Wasser operieren. Stellen Sie sich vor, wochenlang unentdeckt in feindlichen Gewässern patrouillieren, Informationen sammeln oder auf den perfekten Moment für einen Angriff warten, ohne Gemmels in die Oberfläche zu müssen. Dies Fähigkeit, lange Zeit gerockt zu bleiben, macht die 212CD zu einer unvorhersehbaren und permanenten Bedrohung, die schwer zu kontern ist. Im Gegensatz zu nuklear angetriebenen U-Booten, die ständig ihre Reaktorklampen laufen lassen müssen und dadurch ein gering, aber konstant Gurgesignatur erzeugen, kann die 212CD im Brennstoffzellhybrid nahezu lautlos schleifen. Ein unsichtbares U-Boot ist nutzlos, wenn es nicht selbst sehen und hören kann. Deshalb wurde die Sensorik der Klasse 212CD von Grund auf